Hallo? Bärlauchzeit! Herzlich willkommen bei Locker Lecker Profi Derek und dem Bärlauch. und dem Bärlauch. Jetzt ist Bärlauchzeit. Bärlauchbutter mit 4 Anwendungen und Fleisch drunter und vegetarisch und Pasta. Also dranbleiben bis zum Ende. Ihr werdet sehen, wie genial das ist. Und ist für alle was dabei? Ihr Lieben, für die Bärlauchbutter brauchen wir 100 Bärlauch? Gramm echten Bärlauch, gut gewaschen. Das ist wichtig, abreiben, waschen. 250 Gramm weiche Butter. Zitrone, Ein Viertelabrieb einer Zitrone. Pfeffersalz, Pfeffersalz. Gibt Schmalz, ne, gibt Bärlauchbutter. So, Warte, wir machen einmal geschwind den Original Bärlauch-Test. Gucken mal, ob die uns wirklich Bärlauch verkauft haben. Es ist nämlich so, es besteht Verwechslungsgefahr. Also wenn ihr den im Wald sammelt, nicht sammeln. besser vertrauenswürdig kaufen, besteht mit Maiglöckchen und herbstzeitlosen Verwechslungsgefahr. Und um sicher zu gehen, dass man wirklich Bärlauch hat, kann man die Blätter so ein bisschen zerreiben. Ich gebe es hier noch nachträglich zum Schnibbeln. Und wenn es nach Knoblauch riecht, habt ihr wirklich einen Bärlauch. Ein Bärlauch, du, da fällt mir ein, in der heutigen Jugendsprache, ich verstehe das nicht, ja? Wie kann ein großer Bär ein Lauch sein? Ja. Ich kapier's nicht, ja? Wir sind zu alt, wir müssen ihn nicht mehr verstehen. Und es duftet hier nach Bärlauch. Wir müssten ja echt YouTube mit Geruchsuntermalung machen. Stellt euch vor, ihr schnüffelt an einer Knoblauchzehe. Das kommt dem Ganzen nahe. So, klein gehackt, nicht warm häckseln. So, fertig. Okay, beruhig mich. Es ist in Ordnung. Ich habe den Bär besiegt. So Den ein Lauch Lauch. besiegt. Du hast den Lauch besiegt. Chili, machst du die Butter rein? Ja. Das wäre fein. Es reimt sich. Und was sich reimt, ist gut, habe ich mal gelernt als Kind. Stimmt das? Bestimmt, wenn du das als Kind gelernt hast, kann das nur stimmen. So. Aber es war ein Bärlauch. War das nicht der Löwen? Ne? Löwenzahn? Wisst ihr es? Was sich reimt, ist gut oder war das Pumuckl? Ich verspreche, ich google es nicht. Es brennt mir natürlich jetzt unter den Nägeln, das zu googeln, aber ich warte auf eure Kommentare. Wer löst für mich auf, bedanke ich mich herzlich. Machen wir so, wer es als erster von euch löst, kriegt einen Kochlöffel. Mit Profi drauf. Drunter schreiben, ob ihr Chili oder Profi wollt. So sieht's aus. Nix hier, Profi-Löffel. Okay, wer es zuerst bei einer wird, kriegt einen Kochlöffel. Ihr entscheidet Chili oder Profi. Genau. Den Abrieb einer Viertel Zitrone noch rein. Diese Emanzipation von heute, das ist ja wirklich ein Graus, ja? Oh, Kerl. Und dann lassen wir machen wir Salz und Pfeffer machen wir nachher ran. Jetzt lassen wir das ein bisschen mit dem Knethaken kneten. So, ein paar Minuten laufen lassen. Wir lösen den Knethaken ab, setzen das dafür drauf. Chili machst du noch mit dem Schaber, ein bisschen sauber. Schabernack. Genau. Ihr könnt es auch, wenn ihr keine Maschine benutzen wollt und faul seid, mit der Hand machen oder reinrühren. Ja? Wir kneten nachher auch mit Hand. Wird schon noch Handarbeit werden. Also, und Er weiter geht's. versucht hier Steilvorlagen zu machen, ja, damit ich eines Tages doch noch was sagen und einzahlen muss. Aber ich bin die Selbstbeherrschung in Person. Bitte machen Sie sich zur Landung bereit. Vielen Dank, dass Sie mit uns geflogen sind. Ja, wenn ich jetzt sage, das Happy End naht, muss ich vielleicht schon wieder einzahlen. Also, guck mal, nach so 2 Minuten schon müssen wir... Aufgrund von Materialschwäche leider die Sendung abbrechen. Nein. Wir machen kurz einen Break und dann geht's weiter. Adieu, mein Freund. Nein, die kann man noch mal kleben. Okay. Ja, Mann. Mein Freund bleibt bei uns. Warte. Chili, nicht so umständlich. Dafür brauche ich dich, Mann, ne? Profi. Genau, der Der hier. Zerstörer-Profi. Der Schreck aller Küchengeräte. Küchengeräte. Außer der technischen. So. Ich akzeptiere nichts mit dem Stiel neben mir. Ja? Wir wollen jetzt nicht drüber philosophieren, was in deiner Kindheit Zahl ein. Also, wir sind eigentlich echt so weit. Das sieht mega aus. Und jetzt kommen wieder Profi-Tipps. Abwarten, noch nicht die Zubereitungstipps, aber Profi-Tipps. Wir brauchen noch ein bisschen Salz. Da braucht ihr gar nicht zu viel. Bisschen Pfeffer. Ein Profi-Prise. Ein bisschen Pfeffer.
Und dann wird es wieder eingerührt. Ich sehe schon, auf den letzten Metern wird es dann noch Handarbeit. Bitte halten, bitte. Ja, ja. Der Profi. Mit der Hand zum Happy End. Also ich glaube, ich zahle ein. Ihr wisst, was ich meine. Geld! Endlich wieder Geld! Ich werde reich. Wir probieren das jetzt und wenn es gut schmeckt, dann sage ich euch, warum ihr Weihnachten nochmal jetzt auspacken müsst. Ob genug Salz drin ist. Ist genug Salz dran? Ihr wollt nämlich wissen, warum wir die Weihnachtssachen heute. Du willst es auch wissen, ne? Guck mal, ich habe Stecherle-Former ausgepackt und da können wir jetzt die Butter nämlich reinmachen und dann machen wir die ins Gefrierfach und dann könnt ihr die als Teller, als Sternschnuppe, als Männchen, als Sternchen und als Herz legen. Ist er nicht kreativ? Der Profi. Und dann ist Weihnachten nicht mehr so weit weg. Im Monat Mai des Bärlauchs zückte er wieder mal sein Ausstecher. Herz. Also, wenn du mit viel Liebe das auffüllst, ich drehe es mal um, kann noch ein bisschen Liebe drauf. Also ihr füllt es ein und wer keine Weihnachtsausstecher auspacken will, ihr könnt zum Beispiel von bestimmten Marken die Schokoladen mit Herzen oder Pralinen machen. Wenn ihr das mal gegessen habt und es leer ist, könnt ihr es auch da einfüllen. Ja, dann müsst ihr die nicht auspacken. Genau, leere Pralinenförmchen weiterverwenden. Nachhaltigkeit bei Profi Derek. Ja, vielen Dank. Mal sehen, ob da ein Herz gefüllt ist. Ich denke, es ist halb leer. Nee, einmal drüber. Das Herz hat sie gut gemacht. Wenn ihr sowas aufs Tellerchen macht beim Servieren oder auch beim Brot Geht oder das irgendwas. Herz auf. Jetzt kommt der Rest hier drauf. Und dann machen wir eine Rolle. Und dann kommt das jetzt alles ins Kühlfach und Gefrierfach. 30 Minuten sind vorbei. Jetzt fangen wir mal mit so Förmchen an, da bin ich ganz gespannt. Ich auch. Mal gucken, ob das Ob du das richtig eingefühlt hast, ja? so schön rauskommt, wie man sich das so vorstellt. Ein Herz, das kann man reparieren. Wir gucken mal, ob sich das am Ende noch reparieren lässt, was da rauskommt. Oh ja, das sieht gut aus. Wow. Wow! Mein Herz schlägt für dich. Oh. Bärlauchromantik. Aber schauen wir mal, wie süß, oder? Wenn er das jetzt mit einem Brot serviert. Mit Liebe angerichtet, oder? Oh. Und wer das nicht machen will, und Banale machen will, Jetzt kommt die rustikale Variante. Sieht am Ende auch schön aus, schmeckt genauso. Was soll's? genau, und dann macht ihr da einfach, schneiden wir mal in der Hälfte durch. Und dann schneidet ihr so und legt das dann Als Scheibchen zum Fleisch. oder zu den anderen Sachen. Ist es nicht toll? Wir machen euch jetzt noch gleich einen Ausblick auf diese 4 Varianten, von denen wir sprachen. Bedanken uns schon mal herzlich. Fürs Zuschauen Abonnieren nicht vergessen gerne einen Daumen hoch dalassen. und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.